Artificial Intelligence, das ist das, was momentan alle bewegt, die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Es ist de facto, was künstliche Intelligenz tut, uns nachahmen, uns simulieren, hoffentlich uns dienen, nicht uns beherrschen. Aber die Tatsache ist schon einfach, steht im Raum, dass wir seit 70 Jahren daran arbeiten und auf einmal ChatGPT und andere das für jeden Tag nach vorne gebracht haben. Für viele Leute, die so zwischen 15 und 25 sind, ist ChatGPT das Operating System. Da machen sie alles. Ja? Fragen nach ihrem Date, fragen nach dem Fernsehprogramm, spielen Dinge ab. Also die Veränderung ist gigantisch. Natürlich ist es klar, dass es vielleicht ein großes Geschenk ist oder eine Bombe. Wie soziale Medien. Ein Geschenk in gewisser Weise, dass man sich so verknüpfen kann, miteinander reden kann. Aber die Bombe der sozialen Medien ist eine Art von Disconnection. Ja? Dass wir dort eigentlich nicht mehr zusammenkommen, sondern uns entzweien. Und dass wir dort 10-mal so viel schlechte Nachrichten wie gute Nachrichten sehen. Also das sind eindeutig Dinge, wo wir sagen, okay, wie genau wollen wir das eigentlich in der Zukunft? Wie genau soll das stattfinden in dieser Verschmelzung von Mensch und Maschine? Dazu ein kurzer Ausschnitt von Jon Stewart, die Tonight Show, glaube ich, in den USA. I hate to sound like utopic tech bro here, but the increase in quality of life that AI can deliver is extraordinary. AI is the most profound technology humanity is working on, more profound than fire or electricity. How so? They can help us solve very hard scientific problems that humans are not capable of solving themselves. Addressing climate change will not be particularly difficult for a system like that. The potential for AI to help scientists cure, prevent, and manage all diseases in this century. I completely trust you. Könnt ihr selber auf YouTube sehen, es geht noch gut so weiter. Also das ist die Kernfrage. Vertrauen wir dieser Technologie, wie wir Menschen vertrauen? Vertrauen wir IBM, Microsoft, OpenAI, Baidu, Alibaba, so wie wir vielleicht früher dem Schweizer Fernsehen oder jetzt dem Schweizer Fernsehen vertrauen? Was bedeutet das für uns eigentlich, wenn das alles stattfindet? Wir haben ganz sicherlich den aktuellen Trend, dass Science Fiction zu Science Fact wird. Das heißt, wir können Dinge tun, die früher Science Fiction waren. Sie haben hier auf Ihrem Mobiltelefon Ihr Banking, Ihr Dating, Ihre Musik, Ihr Fernsehen, Ihre E-Mail, Ihre WhatsApp. Und früher oder später wird das vielleicht auch nicht mehr wirklich hier sein, sondern irgendwo hier oder hier. Und dann ist die Frage ja, wie sehen wir die Welt? Listen to music without muting the world around you. Live stream your creations from your POV. Take calls without interrupting your flow. Facebook Meta Glasses. Diese Brille hört alles und sieht alles. Das heißt also, hier können wir davon ausgehen, wenn wir diese Brille wirklich tragen oder die anderen Dinge, die jetzt passieren, wird alles aufgezeichnet, wird alles koordiniert, wird alles natürlich ideal zur Werbung im Endeffekt, aber das Interface verändert sich von dem Code hin zum Webbrowser, zum Natural User Interface. Das heißt, wir haben da ein Interface, was keins ist, sondern wir reden einfach wie mit einem Mensch. Mensch zu Mensch ist Natural User Interface. Das ist das, was jetzt gerade Jony Ive und OpenAI angekündigt haben, eine Device, die sie tragen, ja, die keine Screen hat, das ist die Device hier, die sie bauen wollen, mit lumpigen $5 Milliarden finanziert wird, um das neue Interface des Phones zu erfinden. Das ist also eine Device, die mit uns redet, die alles sieht, die alles hört und die quasi eine Art von digitaler Assistent wird. Ja. Da können wir lachen oder weinen. Natürlich ist das im Grunde auch nicht anders, als das Internet kam. Da haben wir auch gelacht oder geweint vielleicht. Ja. Aber was genau passiert hier eigentlich? Ja, das ist natürlich vor Jahren, ja, Eating Spaghetti.
Auf einmal ist es so authentisch, dass ich das in alle Varianten umsetzen kann, wie ich will. Ja, Will Smith, Eating Spaghetti, kann auch eine andere Person sein. Wir sehen hier auf diesem Graph, dass alles, was früher Menschen konnten, ja, nämlich Handwriting, Speech Recognition, Image Recognition, Sie sehen hier, wo der Graph hinführt, ja, die KI kann das alles. Obwohl wir natürlich dazu sagen müssen, theoretisch kann sie das alles. Also Sprachübersetzung, wie wir wissen, geht vielleicht auf Hochdeutsch, 90% auf Schweizerdeutsch, nein. Varianten von Sprache nicht wirklich, also wir sind kurz davor, aber wir sind noch nicht genau da. Ja. Aber wir sind schon an dem Punkt, wo Maschinen zum Beispiel das Anwaltsexamen bestehen können. Ja. Das spricht aber jetzt nicht für das Anwaltsexamen, würde ich sagen, nicht so sehr für die Maschine. Aber sicherlich ist es so, dass mit dem Internet und der Industrial Revolution kam erstmal eine Erhöhung der Muskelkraft, Muscle Power, Industrial Revolution, Steam Engine, Autos und Flugzeuge. Und jetzt ist es unser Brain Power, was sich vergrößert durch künstliche Intelligenz. In fact, man könnte sagen, viele Leute sagen, in 2030 ist es so weit, dass eine Maschine existieren wird, die die Brain Power von allen Menschen hat, von 10 Milliarden. Also einen unbegrenzten IQ. Das ist Himmel oder Hölle, ja? Das können wir uns aussuchen. Was genau bedeutet das? Wir können damit vielleicht Krebs lösen, wir können damit Klimawandel lösen, aber wir können ja auch Supersoldaten bauen oder Maschinen bauen, die eigentlich alles ersetzen. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht das erste Kapitel ist über KI, also AI und Human Intelligence. Was genau bedeutet das? Wie überlappen wir uns? Was ist Mensch und Maschine? Fangen wir am Anfang an. Was wir heute eigentlich sehen, in 95% aller Fälle, ist IA, Intelligent Assistants. Ja, das sind Maschinen, die uns dienen, ja, die übersetzen, Google Maps, die uns Texte vorschlagen, die PDFs zusammenfassen. Das ist Intelligent Assistants. Das zweite, AI, KI, sind Computersysteme, die Informationen und Daten in Wissen umwandeln. Definition von Demis Hassabis, Sir Demis Hassabis jetzt, seit neuestem, der bei Google den DeepMind-Betrieb führt. Und das sollte uns natürlich zu denken geben, wenn Maschinen Wissen haben, was machen wir eigentlich dann noch? Ja. Sie können zu ChatGPT gehen heute und können sagen, gib mir bitte eine Zusammenfassung von all den wichtigen Ideen, die Gerd Leonhard verbreitet hat im Laufe der Zeit. Ja, und dann kriegen Sie einen guten Überview. Das mache ich selbst manchmal, um mich daran zu erinnern, was die eigentlich waren. Ja. Und dann gibt es sogar Videos und Ausschnitte. Und wenn Sie aber gut genug nachfragen bei ChatGPT, dann kann man so Antworten kriegen, dass man sagt, wie viele PhDs, wie viele Doktortitel hat eigentlich Gerd Leonhard? Ja, wenn man gut genug nachbohrt, dann erfindet er irgendwas, damit es passt. Ja, auf einmal habe ich 4 Doktortitel. Ich wünschte, es wäre wahr, ich habe keinen. Ne? Ich war am Berklee College of Music. Aber okay, das ist halt ChatGPT. Die nächste Stufe, AGI, Artificial General Intelligence. Eine Maschine, die in fast allen praktischen Anwendungen von Intelligenz besser ist als alle Menschen kombiniert und schneller und billiger. Dazu sagt OpenAI CEO Sam Altman, der neue Guru von AI, die bevorstehenden Veränderungen sind die phänomenale Fähigkeit zu denken, zu erschaffen, zu verstehen und zu Schlussfolgern. Dieser Mensch will eine Maschine erfinden, eine künstliche Intelligenz, eine allgemeine Intelligenz, die erschaffen kann. In anderen Worten, er will digitale Menschen bauen. Oder vielleicht sogar einen digitalen Gott. Das wäre noch besser. Dann könnte er sich mit ihm anfreunden, würde dann auch noch mehr Autorität bekommen. AGI, Artificial General Intelligence. AGI, whatever you want to call it. Super intelligence and AGI. Our goal is to make AGI. When AGI arrives, I think it's going to change pretty much everything. Eine Narrow Intelligence, eine enge Intelligenz, bedeutet, der Computer kann einige Dinge, die ich kann. Also Schach spielen oder Go spielen oder Google Maps oder E-Mails beantworten, zusammenfassen, Sprache übersetzen. Okay,
Das ist, was wir als Werkzeug KI bezeichnen, als Tool. Aber eine Intelligenz, die fast alles kann, was wir können, und die vielleicht in einem humanoiden Roboter verankert wird, der dann das kann. Ja. Stellen Sie sich vor, hier auf der Bühne würde Einstein stehen, der einen IQ von angeblich 152 hatte. Wenn er erzählen würde von seinen Theorien, würden wir nicht ein einziges Wort verstehen. Ja. Nehmen wir mal an, wir haben eine Maschine mit einem IQ von 1000. Nur 1000. Aber Sie wollen natürlich eine Maschine mit einem Millionen-IQ. Ja. Diese Maschine würde uns so weit voraus sein, dass wir keinerlei Chance hätten, sie abzuschalten. Sie hätte bereits für die nächsten 10.000 Jahre kalkuliert, was diese Fälle der Abschaltung sein könnten, um sich selbst zu erhalten. Was sicherlich gut ist, ist diese Tool-AI. Ich werde noch mehr im Detail darüber reden. Aber ganz sicher geht es für uns momentan um eher banale Dinge. Intelligent Assistance, AI, um die Kognifizierung. Das heißt, in der Werbung zum Beispiel können wir Dinge besser verstehen. Wir können Dinge voraussagen. Wir können Kunden segmentieren. Wir können Robotic Process Automation und so weiter und so fort. Wir können uns augmentieren. Das heißt, wir können auf einmal in 20 Sprachen übersetzen. Wir können schneller arbeiten. Wir können Non-Disclosure Agreements machen mit der KI. Das sind alles Werkzeuge. Wir können virtualisieren. Ja, zum Beispiel Apple Vision Pro und andere Dinge, die jetzt kommen. Wir können Dinge virtuell umsetzen und wir können vielleicht, wenn wir Glück haben, ein bisschen automatisieren. Ein bisschen. Die meisten Leute denken bei KI an Automatisierung. Das ist natürlich vollkommen falsch, weil zu automatisieren ist schwierig. Ja, diese Dinge sind Daily Business, machen wir eigentlich sowieso schon, nur jetzt besser mit KI, ja, schneller. Microsoft Copilot, andere Dinge, das ist alles in diesem Bereich eigentlich. Das ist keine allgemeine Intelligenz. Hier oben würde ich sagen, wir sehen beim selbstfahrenden Auto, dass wir seit 20 Jahren darüber reden, wann das selbstfahrende Auto kommt. Ja. Und es ist teilweise da. Ich war neulich in San Francisco, bin mit Waymo gefahren, das war eine gute Erfahrung. Aber sehen Sie hier selbstfahrende Autos? Sehen Sie, ich meine, in San Francisco, okay, da könnte ein 10-Jähriger fahren eigentlich, ne? Weil dort ist der Verkehr langsam und organisiert. Und in Europa, da wäre ich mir nicht so sicher, aber früher oder später wird es kommen, ganz sicherlich. Das ist die Frage für uns. Menschliche Vorstellungskraft und authentisches Storytelling werden sicherlich unverzichtbar bleiben, aber alle Workflows ändern sich. Wie wir Dinge tun, wer Dinge tut, was es kostet. Alles Fernsehen wird natürlich hoffentlich auch linear bleiben, aber es wird alles digital, was digital werden kann. Das ist einfach so. Das sehen wir ja schon um uns herum. Und wenn heute Jugendliche, Anführungsstrichen, zwischen, sagen wir mal, 14 und 30, wenn die ChatGPT benutzen, dann ist ChatGPT der Program Guide. Ja, und wie schneiden Sie da ab? Ja. Da kann ich alles in 5 verschiedene Sprachen sehen, gleichzeitig. Ja. Und ich rede einfach nur. Ich kann das auf die Wand projizieren. Science Fiction wird Science Fact. Das ist unsere Zukunft, sicherlich erstmal so, dass wir sagen, okay, diese 4 Dinge, die tun wir jeden Tag, und da werden wir effizienter und schneller, können unsere Arbeit vergrößern. Passt gut zu unserem eigenen Teil, nämlich dass wir sozial, intellektuell, musikalisch, emotional intelligent sind, was die Maschine nicht ist. Die Maschine kann nicht emotional sein, weil sie nicht existiert. Ohne Emotionen gibt es keine Kreation. Alles andere ist Simulation. Ja. Was natürlich auch interessant ist, wenn Sie Gamer sind zum Beispiel. Ja. Aber diese Pyramide, die wir schon seit langem vor uns haben, ändert sich jetzt dramatisch. Das heißt, diese Aufgaben, was früher unsere Arbeit war, auf einmal ist es so, dass die Daten, Informationen, ja, die stehen natürlich bei uns im Mittelpunkt und das intellektuelle Knowledge, ja, das kann die Maschine. Die Maschine hat Intellectual Knowledge. Und unser Job ist nicht mehr da unten. Unser Job ist hier. Das ist der Job, den kreative Menschen schon immer gemacht haben. Ich war ja früher in der Musikbranche und in der Filmbranche. Ja. Das ist nichts Neues, nur dass wir hier unten auf einmal Maschinen haben, die Routinearbeiten machen. Routinearbeiten.
Wir wissen natürlich nicht ganz genau, was Routine ist und was nicht. Das ist nicht immer so einfach. Ne? Aber sicherlich ist es so, dass wir auf einmal hier mehr Richtung Sinn und Zweck und Understanding. Ja? Wenn Sie einen guten Werbespot machen, müssen Sie verstehen. Sie müssen nicht einfach nur irgendwelche Bilder zusammen mixen. Ja? Die besten Filme, die wir schauen, die gehen tief. Ja? In die Seele sozusagen. Ja? Das ist für eine KI sehr, sehr schwierig. Sie weiß nicht, was das ist. Ja, klar, Sie können das beschreiben, was unsere Seele ist. Oder sehen, dass wir eine Seele haben, aber eine Seele zu besitzen, ist eine ganz andere Frage. Also in dieser KI, sicherlich werden diese 4 Dinge erstmal so im Mittelpunkt stehen. Die Cognification, dass wir Dinge besser sehen können, die Augmentierung, dass wir übersetzen können, dass wir Dinge machen können, wie zum Beispiel Applications benutzen, die für uns Arbeiten erledigten, AI-Agents, dass wir virtuell unterwegs sind, was sicherlich sehr interessant ist, finde ich. Und auch ganz zum Schluss vielleicht ein bisschen automatisieren, Kosten sparen, Prozess sparen. Aber wenn Sie am Anfang stehen mit KI in der Medienbranche, sind Sie sicherlich eher in diesen 2 Bereichen unterwegs. Automatisierung ist doch keine einfache Sache, weil viele Dinge gehen dort verloren. McKinsey sagt, was passiert in Europa, ist, dass unsere Skills da oben hinziehen. Mehr technologische Skills, natürlich, aber hauptsächlich social and emotional. Die Skills des Verstehens, andere Menschen verstehen, wahre Geschichten zu erzählen, nicht kopierte Geschichten. Sie können eine Kopie von Dali erwerben für, was weiß ich, 1.000 Euro oder 1.000 Franken und das ins Wohnzimmer hängen. Sieht gut aus, aber Sie wissen ganz genau, das ist nicht das Original, leider. Deswegen gehen wir ins Museum, um das Original zu sehen. Es bedeutet etwas, das Original. Das andere bedeutet auch etwas, aber es ist kein Original. Und hier unten, Basic Cognitive Work, Higher Cognitive, das schrumpft. Weil diese Arbeit ist Arbeit, die Maschinen machen können. 1901 Albert Hubbard, eine Maschine kann die Arbeit von 50 gewöhnlichen Menschen verrichten. Keine Maschine kann die Arbeit von außergewöhnlichen Menschen verrichten. Vor über 100 Jahren. Das ist unsere Zukunft. Wir müssen außergewöhnlich sein. Weil KI ist gewöhnlich. Vielleicht wird sie den Punkt erreichen, wo sie außergewöhnlich sein kann. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber wenn man OpenAI hört, dann ist für uns kein Platz in der Zukunft. Müssen wir darüber nachdenken, was bedeutet das, außergewöhnlich zu sein? Wir werden das PDF nachher verteilen. Das sind jetzt so ein paar Bullets zum Thema, was eigentlich mit Medien und Werbung kommt in der Zukunft. Hyperpersonalisierte Werbung, maßgeschneiderte Inhalte, vorhersehbares Konsumverhalten, automatisierte Inhaltserstellung und so weiter. Und diese ganzen Bullets arbeiten Sie jeden Tag mit, bin ich mir sicher, oder sollten oder werden. Das sind Dinge, die mit KI einfach passieren. Ja. Wenn Sie das PDF sehen, können Sie noch ein bisschen weiter da hineinschauen. Also, was passiert mit KI? Mit der digitalen Intelligenz, links, und der organischen Intelligenz, die wir haben. Organische Intelligenz heißt, ich weiß genau, ich brauche 0,4 Sekunden, wie die meisten Menschen, um andere Menschen zu erkennen. Ob sie potenzieller Partner sind, interessant sind, eine Bedeutung haben. 0,4 Sekunden, ohne ein Wort zu sagen. Das wissen wir einfach. Wenn Sie mal Online-Dating gemacht haben, wissen Sie, wenn Sie auf dem Profil 30 Minuten zugebracht haben, Sie treffen sich für ungefähr eine halbe Sekunde und dann sagen Sie, das ist ganz klar kein Nein. Ja? Das können wir. Ja? Was kann KI? Ladies and gentlemen, we are entering a world where everything we SE hear and even feel can be manufactured with a machine with artificial intelligence. A love scene in Paris. Das ist mein Descript, ist eine AI-Software, Avatar, die ich gemacht habe. Ich würde sagen, das ist nicht sehr gut. Vor allen Dingen, weil der stammelt und natürlich auch ein bisschen wie so verbogen aussieht. Ja. Der nächste bessere Avatar ist HeyGen, kennen Sie vielleicht. Der macht schon einen besseren Job. We are entering a world where everything we see, hear and even feel
can be manufactured by a machine. A love scene in Paris, AI can generate it. A thriller set in Lisbon with synthetic actors dubbed in 24 lengths. Alles aufgenommen ohne Kamera. Ja. Ich habe nur den Avatar trainiert. Ja. Und HeyGen erlaubt es mir zum Beispiel, so ein Video zu machen und einfach mit eintippen. Und dann kann ich jedem Kunden ein persönliches Video machen. Wird automatisch verändert. Ja. Aber trotzdem, ladies and gentlemen, we are entering a world where everything we see, hear, and even feel can be manufactured with a machine, with artificial intelligence. A love scene in Paris, AI can generate it. A thriller set in Lisbon with synthetic. Das ist der echte Gerd. Ich frage mich immer, wo ich eigentlich jünger aussehe von denen. Vielleicht kann ich das hier noch besser einbauen. Das ist manche Dinge verschleiert besser. Aber wenn ich ein solches Video zu Hause aufnehme, ich habe ziemlich viele Leute, die mir auf YouTube folgen, ja, dann ist immer so, dass die Sachen so, ja, nobody cares. Was ich da sage, weil ich sage es nicht wirklich. Ja, die AI sagt es. Und wenn Sie das nicht wirklich wissen, könnten Sie sagen, das ist eigentlich schon Gerd. Ja. Aber hier ist was ganz anderes. Ja. It's real. Ja. Wird sich das halten? Die KI wird natürlich viel, viel besser werden, ja, in diesen ganzen Dingen und wird uns neue Möglichkeiten bescheren. Aber hier ist der Unterschied. Die KI basiert auf Logik, auf Patterns. Ja. Wir basieren auf Feeling. Ja. Also wir sind ja verkörpert, wir fühlen Dinge. Ja. Wir arbeiten ja nicht nur mit dem Kopf. Ja. Deswegen ist ein Fehler von uns zu sagen, wenn wir mit KI Menschen ersetzen können, dann tun wir das. Der ganze Gedanke ist natürlich hirnrissig im Endeffekt. Wenn ich Menschen mit Maschinen ersetze, bin ich sicherlich effizienter, schneller und billiger. Aber mein Wert geht auf Null. Ja, habe ich vielleicht eine Menge gewonnen, wenn ich United Parcel Service bin. Ja, dann ist es total wurscht, ob das ein Mensch macht oder nicht. Ja. Aber für Inhalte, ja, für Medien, ich glaube, da geht es immer noch um das. Ja. Das sind wir. Wir denken nicht mit dem Kopf. Jeder Therapeut kann Ihnen das sagen. Wir denken mit dem Körper, nicht nur mit dem Kopf. Ja. Und die Maschine denkt mit dem Kopf. Maschinen denken nicht, sie fühlen nicht, sie haben keine Vorahnungen, sie verstehen nicht wirklich, sie stellen sich nichts vor, sie kümmern sich nicht, sie existieren nicht, sie sind Werkzeuge. Und darin sind sie extrem sinnvoll. Mein Power-Tool, ja, mein Power-Werkzeug. Ja. Aber sie simulieren und darin sind sie sehr gut. Also wenn Sie Gamer sind, wissen Sie, wovon ich rede. Ja? Man kann in dieser Welt verschwinden. Ja. Aufgehen. Aber ist sie echt? Und ist es wichtig, dass sie echt ist? Sicherlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo die ganze Diskussion darüber ist, ja, ich kann mich augmentieren, meine Hände, meine Beine vielleicht, mein Gehirn mit Technik augmentieren, verändern. Sicherlich kann ich das auch so tun, dass sie vielleicht mich erfreuen mit mehr Geistesleistung. Oder ich kann zumindest so tun, als ob ich mehr leiste. Ja, oder vielleicht geht es ja dahin, was OpenAI und Microsoft und andere oft sagen, dass wir auf einmal diese Art von Co-Pilot haben, die im Endeffekt uns ausfüllt, ja, die uns übernimmt, sodass wir eigentlich gar nicht mehr arbeiten müssen. Also dass wir quasi überflüssig sind. Ich glaube, das ist zu viel des Guten. Die Idee, ein besseres Werkzeug zu haben, die ist nicht neu. Ich meine, wenn Sie After Effects benutzen, ist das besser als früher, wo Sie mit dem Stift gezeichnet haben. Okay. Oder wenn Sie andere Software benutzen, es ist besser, schneller, effizienter, aber es ist ein Werkzeug. Wir sollten nicht Werkzeuge schaffen, die Menschen sind oder Werkzeuge, die Sinn alleine sind, die Sinn simulieren. Bill Gates zu diesem Thema. So the era we've come to is sort of the vision that computing was expensive and it basically became free. The era that we're just starting is that intelligence is rare, a great doctor, a great teacher. And with AI, over the next decade, that will become
free, commonplace. Great medical advice, great tutoring. Will we still need humans? Not for most things. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja. Wir können AI benutzen, die uns mehr Intelligenz verschafft. Okay, da würde ich sagen, das könnte total gut sein. Aber was ist, wenn sie so intelligent wird, dass ich gar nicht verstehe, was sie eigentlich sagt? Wenn der Arzt AI benutzt und die AI sagt, dieser Mensch wird sterben, wenn du in 3 Sekunden nicht das Folgende machst. Ja. Was macht denn dann der Arzt? Dann sagt er, ja, ich will nicht verklagt werden, also hier, Switch. Ne? Oder, das sind Entscheidungen, die uns natürlich bevorstehen in dieser ganzen Diskussion über die Zukunft von KI und Menschen. Hier ist Satya Nadella, Google, der darüber redet, was jetzt mit AI-Agents passiert. Der Agent Let me show you what we are excited about in the Gemini app. We call it agent mode. Say you want to find an apartment for you and 2 roommates in Austin. You've each got a budget of $1,200 a month. You want a washer dryer or at least a laundromat nearby. Normally, you'd have to spend a lot of time scrolling through endless listings. Using agent mode, the Gemini app goes to work behind the scenes. It finds listings from sites like Zillow that match your criteria and uses Project Mariner when needed to adjust very specific filters. If there's an apartment you want to check out, Gemini uses MCP to access the listings and even schedule a tour on your behalf. And it'll keep browsing for new listings for as long as you need, freeing you up to do this. Sorry, das ist natürlich Microsoft, nicht Google. Aber same story. Ja, dieser Agent macht das für mich. Das ist das, was jetzt Salesforce und andere Firmen, und das gibt es bereits natürlich auch für Medien, ja, Post-Production und so weiter und so fort, kann ich mir vorstellen, dass das sehr sinnvoll sein könnte. Also gewisserweise sind wir an dem Punkt, wo AI jetzt ein Tool ist, ein Werkzeug. Dann kommt AI und wird besser und kann mit mir kommunizieren. Dann wird es eine Art von Companion, eine Art von Freund. Ja. Es gibt ja schon viele AIs, die sind auch Therapeuten. Ja. Okay, großes Fragezeichen. Das führt sicherlich dazu, dass wir früher oder später sagen, jetzt haben wir eigentlich eine Art von Monster, ein Master, ja, der viel besser ist als wir. Ich glaube, da sollten wir an einem gewissen Punkt sagen, okay, manche Dinge sind hier gut, andere nicht so gut. OpenAI ist dabei, ein Empire zu schaffen, wie wir aus dem Film Blade Runner kennen, 1982, der gute Blade Runner. Ja. Die Tyrell Corporation. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. More human than human. Ja. Diese Idee ist eine ernste Idee. Das ist kein Witz. Ja. Also hier in der Schweiz und in Europa sagen wir das, you're joking. Ja. Nein. Digital humans. AGI is basically the equivalent of a median human that you could hire as a coworker. And then they could say, do anything that you'd be happy with a remote coworker doing just behind a computer, which includes, learning how to go be a. Danke, Sam. Das können Sie auf YouTube nachschauen, was er darüber denkt. Ja. Also die künstliche Intelligenz ist eine Art von Coworker, ein Digital Human. Ich halte das natürlich erstmal für wahrscheinlich unmöglich, dass es wirklich funktioniert. Und zweitens, warum sollten wir das tun? Ja? Warum sollten wir eine Maschine erfinden, die uns übertrifft? Der einzige Grund ist, weil meine Firma ist die Firma, die es tut. Ja? Das ergibt eine Menge Sinn, weil dann kann ich alle Menschen ersetzen. Wie unser Freund Mark, der schon auf diesem Weg lange ist. Hier ist sein Statement. Und nur aus Fun habe ich das mal auf Deutsch übersetzen lassen. Wir werden an einen Punkt kommen, an dem Sie als Unternehmen zu uns kommen, uns Ihr Ziel mitteilen und Ihr Bankkonto verknüpfen können. Sie brauchen keine kreativen Ideen, keine Zielgruppenansprache und keine Messdaten, außer die Ergebnisse, die wir Ihnen liefern. Ich denke, das wird gewaltig sein und die Kategorie der Werbung neu definieren. Also er sagt de facto, wir brauchen eigentlich gar keine Kreativen, wir brauchen auch keine Zielgruppen, wir brauchen eigentlich nur noch Meta. Ja. Sign the dotted line, red pill, blue pill. I think we're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions and billions of different AI agents, eventually probably more AI agents than there are people in the world. A lot of what we're focused on is giving every creator and every small business
the ability to create AI agents. Ich weiß nicht, wie Sie Marks neues Outfit finden. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht ist das ja auch bereits seine KI, die uns... Okay, lassen wir das. Ja. Auf alle Fälle ist es ganz sicherlich so, dass Social Media eben nicht mehr social ist, sondern asocial. Und dass sie nicht eine Connection macht, sondern einen Con, wie man sagt auf Englisch, ein Betrug. Das sehen wir hier an den Graphen weltweit Happiness. Ja, geht bergab. Zukunftsvoraussicht, bergab. Schweiz, hier. Weniger Happiness. Weil, was das konkret bedeutet, okay, aber ich sehe einen Zusammenhang zwischen Social Media und Happiness. Ja. Dieser Zusammenhang, den wir überall sehen. American has fewer than 3 friends, 3 people they'd consider friends. And the average person has demand for meaningfully more. I think it's 15 friends or something. But the average person wants more connectivity than they have. Und was ist die Lösung, wenn wir nicht genügend Freunde haben? Ist künstliche Intelligenzfreunde. Ja. Diese Art von Freunde. Das ist die Lösung. Ja. Looking for love, buy a Artificial Intelligence Engine. Sie kennen vielleicht den Pixar-Film. Ja, oder wenn Sie was recherchieren, wir brauchen auch nichts mehr lernen, weil die Maschine macht das für uns. Ja. Wir brauchen auch keine Sprache mehr lernen, weil das macht auch die Maschine. Hello, handsome. What a day, dude. You look lonely. I can fix that. Ja, I can fix it. Verwirrung, Sucht, Abdankung, Abdication, Reduktionismus. Das ist das, was uns Blade Runner, die zweite Runde, ja, dieses Hologramm, dieses sexistische Hologramm, sagt uns, ja, dass eigentlich brauchen wir überhaupt keine Realität. Ja. Natürlich ist es später so, dass dann der Strom zusammenfällt und das Hologramm ist weg und er ist relativ einsam, ne, ohne sein Hologramm. Aber da können wir sehen eigentlich, welche Zukunft das hat. Und die haben wir schon öfters gesehen natürlich. Der Film Her, ja, Falling in Love with the Operating System. Ja. Okay, jetzt können wir sagen, okay, die AI-Agents und wie das alles so zusammenpasst, das gibt sehr, sehr gute Dinge dort. Wenn wir es nicht übertreiben, so wie wir in den Filmen gesehen haben. Das ist unsere Zukunft. Viele Dinge in der Arbeit werden digital. Microsoft nennt das Digital Labor, digitale Arbeitskräfte. Und das betrifft Routineaufgaben. Die werden alle mit KI automatisiert, so wie alle Medien digitalisiert werden. Nur wissen wir nicht ganz genau, was eigentlich Routine ist, wie wir beim Autofahren sehen. Das heißt, manche Dinge sind ersetzbar, andere nicht. Aber hier sehen wir ganz klar, dass es in die Richtung geht, wo wir sagen, Menschen haben früher Routine gemacht und jetzt sind es Maschinen, die Routine machen. Wenn Ihr Job 80% Routine ist, dann haben Sie ein Problem. Callcenter, 90% Routine. 21 Millionen Leute weltweit. Die Maschine kann Callcenter. Sobald sie ein bisschen besser ist mit der Sprache, geht das gut. Automatisieren im Post-Production oder Research oder Scheduling, das benutzen Sie auch schon jeden Tag. Es ist wie Google Maps, es kommt und es wird immer besser. Und deswegen sollten wir uns von diesen Routineaufgaben verabschieden. Ja, natürlich nicht von allen. Ja. Aber Routineaufgaben, übersetzen, zusammenfassen, recherchieren, redigieren, Fakten checken, entwerfen, das sind Dinge, die Maschine kann. Benutzen Sie Google Notebook LM. Ja. Dort können Sie jedes Video, jedes PDF hochladen oder eingeben und dann die Maschine fragen, was in dem PDF drin steht. Ja. Neulich habe ich von mir 30 Videos hochgeladen auf Google, das ist ein Gratis-Tool von Google, Google Notebook LM, habe ich 30 Videos hochgeladen mit einem Link einfach und dann konnte ich mich selber fragen, was gesagt wurde in dem Video. Ja. Und Zusammenfassung bekommen und sogar neue Videos von dem machen. Oder ein Audio-Podcast. Also für Recherche ist das natürlich ein Power-Tool. Das heißt, im Endeffekt, die Message hier ist ganz klar, wenn Sie wie ein Roboter arbeiten, wird ein Roboter Ihnen die Arbeit wegnehmen.
Wenn Sie 30% Roboter arbeiten, ist das nicht unbedingt so ein Problem. Weil dann haben wir 30% frei, können mehr Golf spielen oder wie auch immer, oder wir machen bessere Arbeit. Ja. Die Frage ist halt, ob unsere Firma dann sagt, ja, dieser Mitarbeiter kann 5-mal so viel arbeiten wegen KI, dann schmeißen wir die anderen raus. Ja. Oder sie werden neu ersetzt. Aber nur so als Gegenbeispiel ist es ja schon so, dass Amazon zum Beispiel, der beste Automatisierer der Welt, überall automatisiert, aber letztes Jahr 260.000 Leute eingestellt hat. Also irgendwie entstehen dann doch wieder neue Arbeitsplätze. Ob das natürlich gute Arbeitsplätze sind bei Amazon, ist eine andere Frage. Im Medienbereich, einfache Nachrichtenberichte, Sportberichterstattung, Anzeigenentwürfe sind zunehmend automatisierbar. Wenn Sie standardisierte Sachen machen, kann die Maschine das früher oder später lernen. Die Antwort ist für uns, nicht mehr den Standard zu machen. Das können Maschinen. Sie benutzen ja auch Google Maps, wenn Sie in Lagos, Nigeria sind oder so, wo Sie sich nicht auskennen. Aber wir fragen uns immer, ist das richtig? Thank you for joining us today. My name is AI Elisha. This is AI Michael, and we're AI News. In a significant development in the tech world, Microsoft has announced the hiring of Mustafa Suleyman and Okay, in Korea gibt es das bereits auf dem öffentlichen Fernsehen. Ja? AI News Anchor. Was denken wir, wenn das... lesen Sie mal ein Buch, zum Beispiel auf Amazon Kindle, was von AI generiert ist. Ja? Ist mir neulich aus Zufall passiert. Ja? So nach 2 Kapiteln habe ich gesagt, das ist wirklich Trash. Ja? Das ist einfach wirklich schlecht. Ja? Dann habe ich über die anderen Bücher, das waren alles AI-generierte Bücher. Man kommt sich so vor, als ob man 15 Hamburger gegessen hat von Jack in the Box oder sowas. Ja? Also Trash, Garbage. Ja? Aber okay, vielleicht fällt es ja manchen Leuten nicht auf, aber ich denke, das kann nicht die Zukunft vom guten Fernsehen sein. Hier ist die Zusammenfassung, die ich rausgefischt habe, so vom Internet. Eigentlich, World Economic Forum sagt, 72% of editors, Content Editors sind augmentable. Das heißt, die Maschine kann uns helfen, das besser zu tun. Die Zusammenfassung ist, weniger als 10% werden ersetzt werden. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich denke, es ist mehr so um die 20-30% in aller Realität, weil das exponentiell verläuft. Aber die Frage müssen wir uns schon stellen. Ne? Erst werden wir augmentiert, dann werden wir automatisiert und dann werden wir eliminiert. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein und sagen, dass vielleicht sollten wir irgendwann auch mal überlegen, was konkret eigentlich möglich sein sollte, wenn alles fake ist. In diesem Spektrum, was wir jeden Tag machen, sehen wir ganz klar in der ersten Runde Data, Information, KI kann das. Da sind sie unschlagbar. Wir können nicht konkurrieren mit einer Maschine, die Wikipedia auswendig lernt in 30 Sekunden. Ja. Hier, dieser Bereich, Wissen, Insight, ja, da können Maschinen auch gut zu beitragen jetzt, aber dieser Teil ist unser Teil. Ja, Verstehen, Weisheit, Telos, ja, Sinn. Und Kunst ist Sinn. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes sollten vielleicht unsere Portionen, wenn sie mehr Kunst sind, ja, mehr Sinn ergeben. Das ist schwierig für eine KI, die nicht existiert, ja, die nicht wirklich weiß, wie es sich anfühlt. Ja, der Sinn. Das ist unsere Richtung, in der wir gehen in der nahen Zukunft. Da stellt sich die Frage, ja, ist das die Zukunft von dem kreativen Business? Ich würde sagen, es entstehen hier neue Knappheiten, Scarcities. Wir müssen die Frage stellen, wo sind diese neuen Knappheiten? Knappheit ist Sinn, Bedeutung, Relevanz, Persönlichkeit, Authentizität. Das sind die neuen Knappheiten. Nicht, wie viele Spots ich produzieren kann und wie viel rauskommt. So, Artificial Intelligence ist sicherlich eine Art von Power-Tool. Ja. Und hier müssen wir die Frage stellen, eine Person mit einem Power-Tool wird ganz sicherlich die Person schlagen ohne Power-Tool.
Also war es eigentlich schon immer. Wenn Sie mal auf dem Bau gearbeitet haben, dann haben wir einen Hammer oder wir haben eine Nail Gun, also eine Nagelpistole. Ja. Mit der Nagelpistole kann ich dann 20 Mal so schnell arbeiten. Aber sie ist gefährlich. Und so ist es auch mit KI. Das ist eine Art von Nail Gun, mit der wir arbeiten, wo wir darüber nachdenken müssen, wollen wir wirklich, dass sie so wird, dass sie allgemein intelligent wird, dass sie uns übertrifft. Ich denke, das sollten wir nicht tun. Es hat auch keinen ökonomischen Sinn, weil im Endeffekt, wenn wir ersetzt werden, wer kauft dann die Sachen, die wir verkaufen? Ja. Es ergibt also keinen großen Sinn. Und Leute wie Mark Andreessen, die schon lange diesen Techno-Optimist-Charakter der Amerikaner verkörpern, die das nach vorne bringen als Idee von dem, was die Zukunft bringt, in einer Art von beautiful, digital, fake shit world. Ja. Die wir, glaube ich, in Europa eigentlich nicht wirklich wollen. Ja. Das ist die Las Vegas-Variante vom Leben. Viele andere sagen, wir sollten darüber nachdenken, dass KI uns so schnell intelligenter macht, dass wir insgesamt dann das abgeben, dass Maschinen Dinge entwickeln, weil sie einfach besser sind. Die Ökonomie der Information wird sich radikal verändern, denn wir werden die Kosten für die Produktion von Wissen auf 0 Grenzkosten senken. Und das ist einfach eine sehr... Die Kosten für Produktion von Information auf 0 senken. Ja, das ist der Mensch, der Microsoft AI leitet, der CEO von Microsoft AI. Wenn die Kosten auf 0 gesenkt sind, dann können wir nicht mehr konkurrenzieren. Wir sind halt nicht 0 in den Kosten, wir sind teuer. Aber was genau kommt dabei raus? Das sehen Sie bereits in der Bay Area, Außenwerbung, Stop Hiring Humans. Ja, natürlich falsch geschrieben, das ist aber jetzt nur aus Spaß, glaube ich. Ja. Und das sehen Sie überall jetzt in San Francisco, und sehen Sie die Werbung von dieser Firma Artisan. Das nächste Bild ist das Beste, ist der Homeless, hier, der kommt jetzt gleich, der Homeless mit, ja, passt total gut. Haben wir Firmen wie Klarna, die sagen, dass sie halt AI-Agents benutzen und nicht mehr die Leute brauchen. Duolingo, gleiche Story. UPS. Und dann haben wir die Kehrseite, wo wir auf einmal sagen, ja, das war eine gute Idee, aber die Leute finden es nicht gut, dass alles automatisiert ist. Ja. Und es gibt beide Richtungen. Also wir können uns schon vorstellen, dass der wichtigste Punkt ist, dass wir darüber nachdenken müssen, was wir eigentlich wollen. Ja. Hier haben wir Milton Friedman, 1974, der sagt, der Sinn von Business ist, Profit zu maximieren. Der Sinn der Medien, der Sinn von dem, was sie tun, Business zu maximieren. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir ganz sicherlich hier sind. Ja? Useless Humans. Wenn das das einzige Ziel ist, das kann die KI besser. Useless Humans, useless real life. Intelligenz über alles andere zu stellen, ist gefährlich. Im Leben ist nicht nur Intelligenz wichtig. Das wissen wir natürlich als Mensch. So, unsere Intelligenz hat 8 oder 10 verschiedene Teile. Ja. Es ist nicht nur, dass wir das am meisten wissen. Ja. Es gab viele Menschen, die eine Menge wussten und eine Menge Ärger gemacht haben. Ja. Siehe Amerika, ja, obwohl er nicht sagen kann, dass er viel weiß. Unfühlende, unbewusste, unverkörperte, gleichgültige Maschinen bringen uns eine existenzielle Krise. Und dann könnte es so aussehen, ja, dass wir am Anfang das Monster unter Kontrolle haben und dann auf einmal eben nicht mehr. Here's the real threat. It's not that machines will tell better stories. It's that we'll get used to stories that don't mean anything at all. Das ist das Problem, ja? Dass wir uns daran gewöhnen, dass die Stories useless sind. Und das ist okay. Ja? Siehe TikTok. Ja? Means nothing, just keeps me busy. Ja? Das heißt also, dass wir in dieser Welt auf einmal da sitzen und sagen, oh, ChatGPT, der alles weiß, eine Art von digitaler Gott. Ja. Aber im Endeffekt ist ChatGPT eine Box mit Kabeln. Ja. Ein fancy digitaler Papagei. Ja. Ein Complete Engine. Ja. Der hilfreich ist, aber kein Mensch ist. Ja. Also, ich fasse zusammen. Was machen wir jetzt? Erstmal müssen wir sagen, es kommt meistens nicht so schnell, wie wir denken. Self-driving cars, wird Farming Cultured Meat. Ja.
wo wir schon lange darüber reden, dass wir früher oder später Fleisch aus der Fabrik, gedrucktes Fleisch essen. Ja? Das kommt auch ganz sicher, aber nicht so schnell, wie wir uns denken. Elon Musk sagt seit 20 Jahren, this year und next year. Und, ja. Es dauert länger, es ist komplex und nicht alles so Routine. Ja. Dieses Szenario kommt auf uns zu. Übrigens, wenn Sie das dann natürlich machen lassen von einer KI, dann ist die AI immer weiblich. Ne? Das ist die Dimensionen dieser KI beschränkt. Ja? Wir brauchen mehr Mut, mehr Regeln, Regulation, mehr Authentizität, mehr Menschlichkeit. Wir brauchen, dass unsere Kinder lernen, sich auszudrücken, kreativ zu sein, Konflikte auszuhalten, Dinge zu erfinden, nicht zu programmieren. Natürlich hilft es, wenn man programmieren kann. Das wird uns aber nicht retten. Unsere Rettung ist, die Dinge, die wir tun als Menschen, die wir tun können, den Menschen hineinzutun, ja, human in the loop, den Mensch auch zu beschützen. Und deswegen finanzieren wir ja öffentliche Medien zum Beispiel. Ja. Das ist der Grund. Wenn wir sagen, vielleicht ist es etwas, was nicht ganz eine Maschine ist. Ja, hoffentlich. Deswegen haben wir auch Gremien, die sagen, wir müssen darüber nachdenken, wie wir das weltweit koordinieren. Weil die Leute mal sagen, ja, wenn wir das aufhören in China, sind sie schon weit voraus und dann machen die uns platt. Ja. Diese ganzen Argumente. Sicherlich Dinge, wo wir darüber nachdenken müssen. Vielleicht brauchen wir eine Art von Human Resistance. Wo wir sagen, das könnten wir tun, aber wir machen es nicht, weil es sinnlos ist. Ja. Weil es nichts bedeutet. Mann, wir haben so viele Plätze weltweit, wo man Fast Food essen kann, die funktionieren auch gut, aber wir essen immer noch richtiges Essen. Und wir kochen auch immer noch zu Hause. Ja. Fast Food gibt es auch. Aber wir müssen natürlich auch diesen Aspekt bewerten und sagen, vielleicht... The role of the producer is about to evolve radically. You will no longer just make content. You will curate reality from simulation. Be the guardians of emotional depth. You won't need more tools. You'll need more courage. Danke, Avatar. Wir brauchen nicht mehr Werkzeuge, wir brauchen mehr Mut. Wir brauchen mehr uns selber, statt uns hinter den Werkzeugen zu verstecken und zu sagen, wir sind besser, weil wir benutzen diese AI. Ja? Oder wir sind schneller oder wir verdienen mehr Geld. Ja? Es geht um Sinn, um Bedeutung, wenn wir über Medien nachdenken. Ich fasse zusammen mit dem Bulls und dann bin ich dann wirklich weg. Unsere Welt ist keine Maschine. Inhalte sind kein Code. Das klappt nicht alles so gut, weil es programmiert ist. Wir sind nicht programmiert. Wir müssen den Reduktionismus verweigern. Sagen, klar könnten wir was machen, was absolut cheap, fast Bullshit ist. Was auch viele tun. Und das Maschinendenken natürlich großes Problem. Wer wie ein Roboter arbeitet, denkt, lebt, wird von Robotern ersetzt. Sagen Sie das Ihren Kindern. Ja. Niemals wie ein Roboter arbeiten, lernen, denken. Ja. Wir müssen Technologie umarmen, aber nicht Technologie werden. Ja, Technologie heißt, wir benutzen sie als Werkzeug. Und ja, diese Werkzeuge werden einige von uns ersetzen, wenn sie selber ein Werkzeug sind. Ja. Callcenter. Wir müssen jenseits des Wissens gehen. Jenseits der Routine, jenseits der Logik. Das ist das, worin wir gut sind. Das ist das, was Maschinen gut können, das andere. KI ist ein Werkzeug, nicht ein Freund, kein Companion, keine Religion, kein Gott. Ein Werkzeug. Und das sollten wir auch beschützen. Ich sage immer, die Zukunft ist besser, als wir denken, aber wir müssen sie auch dann wirklich aktiv angehen. Wir brauchen Schutz, gesetzlichen Schutz, wir brauchen Zusammenarbeit, wir brauchen andere Ausbildungen, wir brauchen andere Geschäftsmodelle. Das Letzte, wie ich eben gesagt habe, wir müssen außergewöhnlich sein. Das ist das Wichtigste. Und das war eigentlich schon immer so. Ja? Aber jetzt wird es noch viel schlimmer oder besser. Ja? Die Außergewöhnlichkeit ist das, was wir können, was Menschen können, was Maschinen nicht können. Ich ende mit einem Zitat von Buckminster Fuller, der sagt, wir sollen Architekten der Zukunft sein, nicht ihre Opfer. Ich hoffe, dass es Sie beflügelt, für Ihren Alltag und die Zukunft der Medien zu erfinden. Vielen Dank.
Übrigens, können wir das gerade noch mal lassen, das Bild, das letzte. Der QR-Code, den Sie eben gesehen haben, gehen wir mal gerade zurück. Das ist eine Gratis-Version von meinem Buch, Technology vs. Humanity, können Sie scannen und leider nur auf Englisch runterladen, wenn Sie wollen. Sie haben es selbst gemerkt, im Raum ist es sehr leise gewesen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier mit ganz großem Optimismus nach diesen 40 Minuten weiter in den Tag gehen. Sie haben am Ende versucht, ein bisschen auch die positive Kurve noch zu kriegen. Ich weiß nicht, ob sich das so ganz vermittelt hat. Insbesondere als Jimmy Fallon Bill Gates fragt, do we need humans? Was macht Sie am Ende wirklich optimistisch, dass wir das schaffen, außergewöhnlich zu sein, außergewöhnlich zu bleiben? Und ich habe mich gefreut, dass Sie am Ende, um das vielleicht noch anzufügen, dreimal den Schlüsselbegriff genannt haben, nämlich auch Kinder. Was sollen wir unseren Kindern sagen, was da passiert? Also, okay, ich bin da eigentlich eher optimistisch, weil ich denke... Haben Sie zeitweise gut versteckt? Ja, genau. Ich wollte da ein bisschen Schocktherapie anwenden. Aber ich denke, was jetzt passiert, ist, dass wir so den Hype und die Story hören von künstlicher Intelligenz und das Überversprechen, so wie das bei selbstfahrenden Autos war. Ja? Und dann sagen wir alle, oh ja, ich mache keinen Führerschein mehr, ich kann im selbstfahrenden Auto fahren. Ne? Aber es ist einfach noch nicht so weit. Ja? Wir müssen uns aber trotzdem darauf vorbereiten, auf die Tatsache, dass Technologie exponentiell wächst. Ja? Also es wird eine Weile dauern, bevor eine KI ganz alleine ein guter Editor ist, zum Beispiel. Ja? Aber die Tools des Editing verändern sich. Ja? Und mein Ansatz ist zu sagen, wir sollten die benutzen, damit wir selber besser werden können. Wie ich sagte, Cognification, Augmentation, Virtualization, diese Dinge. Ja? Und ich glaube, da finden wir auch neue Arbeit, neue Positionen. Ja, zum Beispiel, jetzt arbeiten über 15 Millionen Menschen in Social Media, ja, die es vor 15 Jahren nicht gab. Ja. Ob die in 10 Jahren noch arbeiten, ist eine andere Frage. Ob die auch Werte, Sie haben über Werte gesprochen, ja. Ob diese Menschen, die darin arbeiten, auch Werte vermitteln, die wirklich diese Menschheit voranbringt, ist ja auch eine Frage. Ne? Ja, also sagen wir, bei KI haben wir natürlich Tausende von Dingen, die entstehen, die eine Art von Nirvana bringen könnten. Ja? Wir können vielleicht Krebs besiegen, ja? Wir können alternative Energien entwickeln, wir können zu anderen Planeten fliegen und so weiter, haben wir alles schon oft gehört. Ja? Wir müssen aber vermeiden, dass die Seiteneffekte davon dann so groß werden, dass sie ein eigenes Problem darstellen. Ne? Das ist eigentlich meine Message. Ne? Wir sollten die positiven Dinge sehen und dann neue Dinge entwickeln, aber auch einen Schutz vor negativen Dingen haben. Letzte Frage an Sie, weil wir natürlich ein bisschen auch unter Zeitdruck sind. Sie haben da ein Wort eben in dieser Liste hier vorne links aufgeführt, was Fragen aufwirft. Das ist das Wort Regeln. Glauben Sie im Ernst daran, dass mit der Dynamik, die Sie gerade selbst aufgezeigt haben, im Bereich künstliche Intelligenz es überhaupt möglich sein wird, irgendwelche verbindlichen globalen Regeln aufzustellen? Also ich denke, auf dem obersten Level schon. Ne? Zum Beispiel eine KI, der wir erlauben, die nuklearen Waffen zu bedienen. Ne? Da sind sich eigentlich alle einig, das ist keine gute Idee. Ja? Oder eine KI, die Ebola-Viren konstruieren kann, oder um es noch dunkler aufzutragen hier. Ja? Da sind sich eigentlich alle einig. Ja? Sogar Chinesen und Amerikaner, ja? Dass wir diese Art von KI nicht wollen, ja? Dass wir den Menschen da drin behalten wollen. Also wir müssen da erstmal auf dem obersten Level schauen. Und dann müssen wir schauen, wenn KI Jobs verändert, vielleicht können wir durch eine Art von Robot-Tax, ja, die Bill Gates vorgeschlagen hat, auch neue Töpfe füllen, mit denen wir neue Jobs generieren. Ja. Also wenn weniger Leute arbeiten, vielleicht ist es auch möglich, dass wir mehr Public Benefits haben. Aber das stellt unser Business-System in Frage. Ja. Momentan ist es ja so, dass in Amerika das alles rückwärts geht. Ja. Das heißt also back to the past, ja, während wir in Europa eher ausgewogen darüber denken, über diese Problematik. Ne? Also ich denke schon, da ist eine Menge Hoffnung, aber momentan sind wir an einem Punkt, wo sich alle fragen mit großem Fragezeichen, what the hell? Ja? Eben noch viel mehr Fragezeichen. Können wir nicht alle zu Ausrufezeichen biegen an dieser Stelle, aber ich glaube, das war ein ganz, ganz starker erster Impuls. Gerd Leonhard, Danke. herzlichen Dank. Dankeschön.